Hallo, heute gibt es einen gepökelter Schinken ohne Pökelsalz. Dazu benutzen wir eine Schweineschulter. Die Größe ist egal. Wir bereiten nun eine Pökellage vor. Dazu braucht ihr 1,5 Liter kaltes Wasser. Dazu benutzen wir 113 Gramm normales Salz. Natürlich könnt ihr auch Pökelsalz nehmen. Dann wird euer Schinken eine schöne Farbe bekommen. Gewünschter Salzgehalt ist dann 7%. Dann habe ich hier eine Gewürzmischung von Fuchs. Das stelle ich euch dann mal genau noch in die Infobox rein, was das ist. Das ist ganz billig, das könnt ihr auch bei mir in meinem Shop bei Amazon erwerben. Und da ist alles drin, was ihr braucht. Für 1 Kilo so ein schwach gehäufter Suppelöffel drauf, dann passt das. Wenn ihr ein größeres Teesieb habt, könnt ihr das auch ins Teesieb reinmachen, dass das durchzieht. So ein Sträußchen Rosmarin habe ich noch reingemacht. Schmeckt wirklich klasse. So, das Ganze wird dann aufgekocht, bis es dann ein bisschen leicht sprudelt. Dann stellt ihr das ab und schiebt es vom Herd runter und lasst das abkühlen. So, das ist ja jetzt schön abgekühlt. Die Brühe schütten wir in unsere Pökelspritze rein. Die Pökelspritze und die Nadel könnt ihr auch in meinem Shop erwerben. Link ist in der Infobox. Für die Nadeln gibt es auch eine Pökelspritze. Das ist so eine ganz kleine, die kostet 4 oder 5 Euro. Und da sind ein paar Nadeln dabei. Und diese Nadel habe ich genommen, um vorne auf die Spritze zu machen, um das umzubauen. Das geht ganz einfach. Da müsst ihr nur eine Dichtung oder sowas rausholen und da kann man das ganz schnell umbauen. Dann tun wir den Schinken nicht von oben nach unten, sondern seitlich immer spritzen. Ich habe das Fleisch in der Plastiktüte gelassen, weil das spritzt ja immer so darum. Das spritze ich dann jetzt von alle Seiten durch. Und man sieht das dann immer schön, wie das Fleisch auch sich aufpumpt und dann ist es richtig. Könnt ihr ruhig ordentlich reinspritzen. Die Prozentlage haben wir ja, da könnt ihr nicht so viel oder zu wenig reinspritzen, das passt. So, nachdem, wo der Schinken durchgepökelt ist, den Rest von meinem Gewürzzut mit in eine Plastiktüte rein und tut den Schinken mit in die Tüte verfrachten. Was jetzt in der Spritze noch drin ist, den Rest gibt ihr dann auch noch dazu. Das müsst ihr dann gut zubinden. Das Fleisch sollte dann auch bedeckt sein. Ich lege dann immer so ein Tellerchen drauf. Das Rezept schreibe ich euch genau in die Infobox. Und die Brühzeiten waren bei 75 Grad 2 Stunden. Es geht ganz schnell. Ihr habt ja zwischendurch Zeit, ihr könnt das 2 Tage pökeln. Wenn ihr mal keine Zeit habt, könnt ihr das auch länger drin lassen. Und wie ihr seht, der ist super saftig und trotzdem auch durchgegart. Natürlich hat er jetzt keine schöne Farbe. Das wollte ich ja auch so, um mal das zu probieren. Nicht immer was mit Pökelsalz zu machen, sondern auch mal was machen ohne Pökelsalz. Und ich muss sagen, der schmeckt mindestens ganz genauso gut. Der ist wirklich super geworden. Und ich würde auch wieder eine Schweineschulter hole, der schmeckt ganz lecker, weil die ist sowieso saftig und es schmeckt richtig, richtig lecker. Und vom Salz und alles, das stimmt alles perfekt. Gut, dann ich sag mal wieder tschüss, bis zum nächsten Mal, schönen Tag noch und abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao.